willst du denn hin? Ich muss noch mal weg. Es ist kurz nach 1. Und da bist du noch mal weg? Ich möchte noch mit Maren Geburtstag feiern. Bist du denn mit dieser Tussi? Willst du mit ihr ins Bett, ja? Ist es das? Ja, ich verstehe dich ja. Du wirst älter. Du denkst, du hast irgendetwas verpasst. Das geht mir auch immer so an den Geburtstagen. Das sind die Wechseljahre. Du solltest mal zum Psychologen. Ja? Ich komme auch mit, wenn du willst. Gut. Du hast jemanden kennengelernt. Das kann ja vorkommen. Das ist eine ganz neue Erfahrung, denkst du. Da habe ich natürlich keine Chance. Ich bin ja nicht neu. Ich bin ja nur der alte Jens, der immer ein bisschen zu viel redet, der sich immer ein bisschen zu sehr aufspielt, der sich vor jeder Hausarbeit drückt, sobald er kann. Und der dich viel zu selten lobt. Aber glaube mir, auch das Neue wird irgendwann alt. Es nutzt sich ab. Der Rausch verfliegt. Und wer weiß, was dann übrig bleibt. Das weiß man nie. Doch, bei mir weißt du es. Du kannst doch nicht sagen, dass du mit mir unglücklich warst. Jetzt guck doch mal. Hier, was wir in Florenz gekauft haben. Und hier. Du bist stundenlang rumgelaufen, weil du ihn unbedingt haben wolltest. Unser Hochzeitsgeschirr. Da ist nur einer kaputt gegangen in all den Jahren. Und wie wir die Zwillinge bekommen haben und sie uns gesagt haben, dass vielleicht nur einer durchkommt. Und wie wir bei Felix am Bett gesessen haben, als er die Lungenentzündung hatte und du mir unter Tränen erklärt hast, warum Brustwickel besser als Wadenwickel sind. Ich weiß nur, dass ich verliebt bin. Wie noch nie in meinem Leben. Und dass ich das ausprobieren muss. Du musst. Kannst du nicht den Arsch ein bisschen zusammenkneifen, bis alles vorbei ist? Ist das zu viel verlangt? Ja, verdammt nochmal. Weil ich nämlich nicht nur lebe, um zu funktionieren, sondern auch, um glücklich zu sein. Ach ja, dann geh doch. Sei glücklich. Und die Kinder? Hast du daran gedacht? Nicole wird vielleicht nie einen Mann anfassen können, wenn sie hört, dass ihre Mutter das... Was? Ach, Scheiße. Ich dachte immer, sowas passiert nur anderen. Ich gehe jetzt. Wenn du jetzt gehst, wirst du es bereuen. Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich es bereuen. Na dann geh doch, wenn du mit der was anfangen willst. Verschwinde! Brauchst du ja gar nicht mehr anzutanzen. Ist das dein letztes Wort? Kommst du doch noch? Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe dich angerufen. Du warst nicht da? Ja, glaubst du, ich sitze den ganzen Abend und warte auf dich? Ja, die kleine heimliche Büroaffäre, die immer dann zur Stelle ist, wenn es dir gerade passt, ja. Stellst du dir das so vor? Oh nein. Ja doch, das tust du. Du glaubst, das geht so. Hier, schicke Wohnung, Familie, geordnete Verhältnisse und da ein bisschen Aufregung, Abenteuer. Das eine tun und das andere nicht lassen. Aber ich kann das nicht. Wenn ich jemanden liebe, dann ganz und gar und nicht nur ein bisschen. Und wenn du das nicht kannst, dann geh lieber. Dann geh lieber gleich. Katharina. Schon gut, schon gut.
Das muss schwer sein für dich. Ich bin ungerecht, ja. Ich habe so auf dich gewartet. Jetzt bist du ja da. Ich habe mich so nach dir gesehen. Morgen. Schläft Mama noch? Im Büro. So früh? Hat noch einen Termin. Um 10 Uhr morgens? Lass uns zusammen Mittagessen. Ich habe Lust auf Sushi. Nicole? Was machst du denn hier? Wenn du nicht zu uns kommst, dann muss ich zu dir. Ach, guten Morgen erstmal. Wie siehst du denn aus? Setz dich erstmal. Wir müssen zusammen reden. Möchtest du was trinken? Croissant? Weißt du, das mit Papi und mit mir, das ist, weil wir uns einfach nicht mehr so gut verstehen. Weil du eine Affäre hast. Na, Nicole, das würde ich so nicht nennen. Wie denn? Katharina, hallo. Maren, das ist Nicole. Ihr habt euch schon kurz gesehen. Nicole, das ist Maren. Katharina hat mir schon viel von dir erzählt. Sie sind das also? Ich bin was also? Macht es Ihnen Spaß, Familien kaputt zu machen? Nicole. Nicole, warte doch! Weißt du, mit Maren und mit mir ist es genauso wie dir und deinem David. Mit David ist es aus. Aber du kannst dich doch noch gut an das Gefühl erinnern, oder?
Tu doch nicht so, als wäre ich noch am Leben. Natürlich weiß ich, wie es ist, wenn man verknallt ist. Aber es ist doch was ganz anderes, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Das habe ich auch gedacht. Aber es ist nicht anders. Ich habe genauso Herzklopfen, wenn ich sie sehe. Und wenn sie nicht anruft, laufe ich im Zimmer auf und ab und kann an nichts anderes mehr denken. Und mein größter Wunsch ist, mit ihr zusammen zu sein. Und was mit uns? Ist sie denn wichtiger als wir? Aber mit Felix und mit dir ist das was anderes. Euch liebe ich immer, was auch passiert. Ihr seid meine Kinder. Stellst du dir das vor? Gehst du weg? Ja, manchmal. Aber ich werde auch bei euch sein, wie bisher. Mich um euch kümmern, eure Hausaufgaben, mit euch essen. Und in der Nacht schläfst du dann zu ihr? Das kannst du auch vergessen. Dann kannst du auch gleich bei dir bleiben. Was sollen wir denn mit deiner Armbrutsmutter? Willst du sie nicht erst mal richtig kennenlernen? Niemand! Schön die alten Dinger, ne? Als Kind wollte ich immer im Schloss wohnen, ganz oben im Turm, wo der Wind pfeift. So wie Rapunzel. Zu Karneval hat meine Mutter mir dann irgendwann ein Prinzessinnenkostüm gemacht. Und das habe ich dann jedes Jahr angehabt. Na, Süße? Wird die zu Hause heute wohl ohne mich zurechtkommen? Och, ich bin sicher, Jens geht mit Ihnen Pizza essen oder Hamburger oder Popcorn. Als Felix und Nicole klein waren, gab es bei uns einmal im Monat Schweinetag. Schweinetag? Da konnten sie sich was zu essen wünschen. Und natürlich waren es meistens Spaghettis. Und durften sie nach Herzenslust damit rumsauen. Und ich musste auch mitmachen. Dann haben sie sich halb totgelacht, wenn ich von oben bis unten mit Tomatensauce voll war. Und am besten war es, wenn Jens auch mit dabei war. Ja, gut. Schweinetag. Schweinetag. Schweinetag, 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 Schweinetag! Du gehst wieder weg? Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben. Hm? Aber manchmal ist es auch alles so viel. Und du kannst gar nicht glücklich sein. Und dann auch noch dieser Richard, der seit Tagen um mich rumschleicht.
Was will er? Na, was wollte ich loswerden? Das weißt du doch. Ich habe schon überlegt, ob man ihm nicht zuvorkommt und selbst kündigt. Eine eigene Firma gründet. Weißt du, wie schwer das ist? Da braucht man viel, viel Geld. Oder eine gute Idee. Na komm, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du wieder bei mir einsteigst. Ihr habt doch ein Verhältnis miteinander. Ja, und? Du hast doch gesagt, ich soll alle Register ziehen. Jetzt vertraut sie mir blind und sie tut, was ich sage. Ja und? Weiter? Ihr müsst ja eine Abfindung anbieten. Ein Jahresgehalt würde reichen. Ist das nicht ein bisschen hoch? Du weißt genau, was sonst sowas kostet. Und dann? Dann wird sie zu mir kommen und fragen, wie sie sich verhalten soll. Und ich werde ihr zuraten. Maren, du bist ja richtig erwachsen. Dann sind wir sie los. Können machen, was wir wollen. Wir waren doch mal ein ganz gutes Team. Oder wie lange willst du noch den Junior spielen? Schade, dass ich keine Frau bin. Eigentlich beneide ich Sie ein bisschen. Ich möchte mich auch gern aus dem Berufsleben zurückziehen, aber haben Sie schon irgendwelche Pläne? Nein, ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht fange ich noch mal was Neues an. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Naja, werde wohl meine letzten Jährchen hier verbringen. Oh. Katharina, alles Gute. Oh. Und vielen Dank. Es war sehr angenehm mit Ihnen. Halt dich mal mit! Morgen, Maren. Denken Sie an die Kopie Ihres Vortrags? Natürlich. Morgen. Anna. Wir haben morgen um 10 dieses Training mit den Personaltypen. Und übermorgen ist die Konferenz zum industriellen Wandel. Hast du an das Aurora-Projekt gedacht? Guten Morgen erstmal. Morgen. Ja, alles fertig. Hier ist dein Tee. Danke. Die Bilanzen. Schon reingeguckt? Wir haben Rezession, Papa. Alle haben Rezession. Und überhaupt, warum interessierst du dich denn noch dafür? Nur mit den einen geht's bergauf und mit den anderen geht's bergab. Ja, und wir arbeiten dran. Hoffentlich. Ich möchte nämlich lieber zu den einen gehören als zu den anderen. Schade. Sehr schade. Ich wollte mich jetzt eigentlich zur Ruhe setzen. Kannst du doch ruhig. Ich habe alles im Griff. Entschuldige, aber da habe ich meine Bedenken. Erst die zweifelhafte Entscheidung, Katharina gegen diese Frau Rieger auszutauschen, die noch gar nicht bewiesen hat, dass sie wirklich besser ist. Das war eine sehr gute Entscheidung. Und dann die Verluste. Papa, 2, 3 Aufträge an die Konkurrenz verloren. Das ist doch läppisch. Da reden wir doch gar nicht drüber. Wenn ich dich so höre, dann wird mir immer klarer, dass ich jetzt gar nicht zurücktreten kann. Wie soll ich denn diese Einbrüche deiner Mutter erklären? Die Schnapsdrossel, die hat sich doch nie für unser Geschäft interessiert. Aber es gehört ihr, du Trottel! Du wolltest mich doch nie wirklich hochkommen lassen. Du hast doch immer nach Gründen gesucht, dass du dich abtreten musst. Ich suche nicht, ich stolpere förmlich drüber. Du hast es dir immer zu leicht gemacht, mein Junge. Du hast gedacht, die Firma, die fällt mir sowieso eines Tages in den Schoß. Ach komm, woanders, da wäre ich doch schon längst Geschäftsführer. Auch woanders müsstest du dir so eine Position erarbeiten. Aber jetzt bist du erst mal bei mir in der Pflicht, mein Junge. Und ich will morgen hören, dass wir den Auftrag für das Aurora-Projekt in der Tasche haben. Wirf doch mal einen Blick in die Unterlagen zum Aurora-Projekt, ja? Das ist Industriespionage, das darf ich nicht. Wenn das rauskommt, dass du die Konkurrenz in deinen Präsentationen lesen lässt. Man ist ja auch wirklich nirgendwo sicher vor der Konkurrenz. Hm? Nicht mal in einen 4 Wänden. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich auch nicht. Aber in der vom alten Grosser erst recht nicht. Der hat vielleicht ein Pech mit den Frauen.
Erst muss er diese Abfindung zahlen und dann macht diese Frau Nordberg sich auch noch selbstständig mit dem Geld. Tja, und diese Frau Rieke hält aber auch gar nicht, was sie verspricht. Wie findest du's? Ich fürchte, dieser Auftrag geht wieder an mich. Na, dann hast du dich ja bald saniert. Hab ich. Noch diesen Auftrag und ich kauf das Büro. Zeigst du es mir mal? Und jetzt Augen auf. Wow. Du wolltest doch immer Rapunzel sein. Es gehört dir. Findest du das nicht ein bisschen klein? Wenn Felix und Nicole kommen, brauchen wir den Platz. Ärgerlich, dass ich bei Grosser schon gekündigt habe. Noch ärgerlicher ist es, dass du jetzt bei mir einsteigen musst. Aber am ärgerlichsten überhaupt ist ja, dass wir jetzt zusammenbleiben müssen. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Liebst du mich?